14 Schläger dürfen wir in unserem Golfbag haben. Der Lieblingsschläger vieler Spieler ist dabei der Driver. Die verschiedenen Herstellerfirmen bringen jedes Jahr neue, weiterentwickelte Produkte auf den Markt. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Golftime, Jonathan Taylor und einem aufwendigen Testverfahren mit Hilfe des sogenannten Robotests die Megakeulen auf Herz und Nieren geprüft. Ein angeschlossener Messcomputer hat dabei Hunderte von Daten erfasst, die hernach sehr genau ausgewertet wurden. Unser erster Driver im Test ist der i25 von Ping. Peter Bauer stellt uns die wichtigsten Besonderheiten dieses Modells vor. Wir haben einen i25 Driver mit insgesamt 3 verschiedene Loftvariationen, 10,5, 9,5 und 8,5 Grad. Und der Driver ist jeweils um ein halbes Grad vom ursprünglichen Loft nach oben und unten anpassbar. Der Driver ist ein Multimaterial-Driver, das heißt, wir haben einen Titaniumkopf und haben Wolframgewichte, um eine optimale Gewichtsverteilung zu bekommen, um den Schwerpunkt optimal positionieren zu können. Es sind 2 Besonderheiten bei diesem Driver. Wir haben neue patentierte Racing Stripes auf der Krone, um die Ausrichtung des Drivers zu verbessern. Wir haben die Racing Stripes in Ballbreite gewählt, um den Ball wirklich optimal positionieren zu können und den Driver ideal in die Richtung, wo Sie hinspielen möchten, ausrichten zu können. Die zweite Besonderheit sind 3 verschiedene Schäfte. Wir haben einen PWR 55 Gramm schweren Schaft, einen PWR 65 Gramm schweren Schaft und einen 75 Gramm schweren Schaft. Alle 3 Schäfte, was eine Besonderheit darstellt, haben das gleiche Schwunggewicht. Der i25 von Ping überzeugte im Robotest insbesondere in Sachen Schlagweite. Zweitlängstes Carry und Platz 2 in der Kategorie Gesamtdistanz. Der Preis liegt bei 419 €. Der Driver ist grundsätzlich für jedermann geeignet, vom Anfänger bis zum Scratch-Golfer. Die Optik ist eine entscheidende Rolle. Also der eine steht mehr auf Kanten, der andere steht auf weiche Formen, runde Formen. Auf jeden Fall, wenn du runterschaust, es muss einfach ästhetisch schön sein. Auch aus dem Hause TaylorMade gibt es eine neue Waffe, der SLDR, der zweitteuerste Schläger im Test. Der SLDR hat zum einen zusätzlich die Möglichkeit, gegenüber des Jet Speeds eine Verstellung von Fade to Draw einzunehmen. In dieser Version des SLDR S für Silber habe ich die silberne Oberfläche im oberen Bereich. Ich kann auch noch auswählen zwischen einem weißen SLDR-Driver oder dem gängigen Anthrazit-dunklen Driver. Der SLDR ist mit einer Kopfgröße von 460 Kubik erhältlich, aber natürlich auch mit einer kleineren Kopfgröße von 430 Kubik. Das Wesentliche bei unseren Drivern in diesem Jahr ist, dass wir mit einem leicht etwas anders platzierten Schwerpunkt arbeiten. Der Schwerpunkt ist weiter nach unten und weiter nach vorne verlagert. Das bedeutet für den Golfer, er bekommt weniger Spin auf seinen Ball, weshalb er einen höheren Loft nehmen kann. Deshalb in diesem Jahr unsere Message Loft Up. Das bedeutet, wenn Sie bisher immer 8,5 oder 9,5 gespielt haben, sollten Sie es mal mit 1 bis 1,5 Grad mehr probieren. Zudem habe ich durch einen höheren Loft auch noch eine etwas größere Genauigkeit. Also das Thema Loft Up bei TaylorMade im Jahr 2014 eine ganz, ganz große Sache. Der TaylorMade SLDR besticht im Robotest mit einer hohen Ballgeschwindigkeit bei einer niedrigen Spinrate. Herausragend seine Werte in den Kategorien Fehlertoleranz. 449 € kostet dieser Driver im Handel. Man denkt ja, den letzten Driver, den ich persönlich gespielt habe, ist jetzt der beste, den es gibt. Und dann kommen die Schlägerfirmen immer wieder und sagen, probier den mal, der geht noch mal 10 Meter, 15 Yards weiter. Und eigentlich bist du ja unheimlich glücklich mit dem, was du hast. Aber es ist tatsächlich so, es ist dann wirklich auch noch mal besser. Der letzte Driver, den wir im Test von insgesamt 10 Drivern besonders unter die Lupe genommen haben, kommt aus dem Hause Titleist. Bei den Drivern haben wir 2 verschiedene Modelle, den D2 und den D3. D2 ist ein bisschen ein größerer Kopf, ist eher für angenehmere Schwingertypen, für Leute, die jetzt nicht so häufig zum Golfen kommen, die eher einen komfortableren Schläger bevorzugen und auch für Leute, die jetzt ein Rechtsproblem haben, weil er ein bisschen weniger auf die Rechtskurve anspricht. Der D3 ist ein bisschen ein kleinerer Kopf, verzeiht ein bisschen weniger als der D2, hat den Schwerpunkt selber vom Kopf im Vergleich zum D2 ein bisschen weiter vorne. Das nimmt den Spin ein wenig raus, ohne dass es aber den Abflugwinkel
großartig beeinflusst. Der D3 ist eher für Spieler, für Pros, für bessere Handicapper, die schon ein bisschen mehr Gas geben beim Treiben. Wir bieten auch ein sehr großes Sortiment an Schäften an. Wir bieten zum Beispiel an den Rip Phenom von 50 Gramm in Light bis 80 Gramm in Stiff. Weiters bieten wir an den Diamana Blue mit 62 und 72 Gramm in Regular, Stiff und X-Stiff. Der nächste wäre dann der Diamana White mit 72 und 82 Gramm in Stiff und Extra Stiff. Und abschließend unseren komfortabelsten Schaft, den Basara mit 50 und 55 Gramm in Light, Regular und Stiff. Beide Driver aus dem Hause Titleist warten mit sehr guten Ergebnissen im Bereich Schlagweite auf. Der D2 erzielte die zweitbeste Gesamtdistanz beim Robotest. Mit knapp 430 € reihen sich diese beiden Driver zwischen den Spitzenprodukten von Ping und TaylorMade ein. Wenn der Driverkopf größer ist, dann hast du auch eine größere Fläche, wo du den Ball treffen kannst. Aber es gibt immer noch Spieler, die die Optik bevorzugen, die an diesem runden, kleinen Schlägerkopf hängen, wie es früher bei den Persimmenhölzern genommen wurde. Aber sobald so ein Spieler mal einen größeren Schlägerkopf schlägt und den Sweet Spot verfehlt, dann aber trotzdem am Fairway liegt, dann gewinnt das schnell die Oberhand. Unser Tipp: Egal für welchen Driver Sie sich entscheiden mögen, nehmen Sie sich die Zeit und probieren Sie verschiedene Modelle aus. Mit verschiedenen Köpfen, Lofts und Schäften. Erst nach einem individuellen Clubfitting werden Sie den für Ihr persönliches Spiel richtigen Driver im Bag haben. Auf dem Golfplatz die exakte Entfernung zu kennen zur Fahne oder auch zu Hindernissen wie Bäumen, Bunker oder Wasser ist essentiell. Erlaubte Hilfsmittel dabei sind GPS-Geräte, der klassische Laser oder auch eine GPS-Armbanduhr, die wir heute für Sie auf den Prüfstand stellen. Thomas, grüße dich. Hallo Markus, grüß dich. Da ist das Edelstück, zeig her. Genau, Garmin Approach S3, super einfache Golfuhr, einfach mal anlegen, du siehst die Entfernung bis Anfang, Mitte, Ende grün und kannst schon loslegen. Das ist